linke Bein und rechte Bein, so Knien und Unterknien waren so Haut komplett abgerissen, ne? Könnte man alles wirklich sehen, ne? So Muskulatur und alles, ne? Muskeln, wie die so gebaut sind, so, ne? Könnte man alles wirklich sehen. Dass der Patient irgendwie aufgestanden ist, ne? Hat Schere genommen und sich den ZVK komplett durchgeschnitten, ne? Und den Katheter auch, ne? Die ist einfach aufgestanden, hat so eine Spritze, Propofol-Spritze genommen, sich irgendwie an ZVK gekommen und hat sich dann eine ganze Spritze. Gestern waren die noch trainiert und alles, haben gelaufen und alles, ne? Und heute liegen die schon bei uns. Ich kenne auch die Leute, die sagen, die können, also Kotze können die nicht, ne? Also wenn jemand bricht oder so, ne? Du hast ja gerade auch richtig gesagt, so ich habe das auch oft dann so gesehen, so lieber den Patienten halt auch einfach mal oder den Menschen einfach mal gehen lassen, dann auch zu reflektieren, wenn man ja selber jetzt da liegen würde. Mein Bruder, wir haben vor 150, 200 Euro einen ganzen Monat gearbeitet, ne? Wir sind dann zurück hier in Teil 2 und dann würden wir direkt mit den Fragen weitermachen und mal direkt hart einsteigen quasi. Was war so, wo du dich zumindest dran zurückerinnerst, so der krasseste Fall, den du erlebt hast? Gibt es wahrscheinlich viele, aber vielleicht ist direkt so ein, zwei, wo die hängen bleiben und sagen, yo. Ja, also es ist ja schon bestimmt 2 Jahre her oder so, ne? Wir hatten einen Patient, also den wir so notfallmäßig aufgenommen haben, ne? Dann kam der Patient, ne? Also er war nicht meiner Patient, also ich hatte schon genug Patienten, ne? Ein Kollegen hat ihn aufgenommen. Dann kam der zu uns, der hatte so überall so ein Bauchtücher, ne? So ein Absaugtücher, ne? Hatte da. Dann kamen wir da ins Zimmer, dann haben wir alle Tücher abgemacht, also ich sag mal so, von hier Becken, komplett linke Bein und rechte Bein, so Knien und Unterknien waren so Haut komplett abgerissen, ne? Habe ich gesagt, hey, was denn hier los, ne? Ich musste erstmal fragen, weil es könnte mal wirklich so ein Muskel, ne? Und man könnte wirklich alles sehen, ne? Da haben wir uns erstmal gefragt, was macht ihr, ne, bei uns auf Station, ne? Warum geht ihr nicht zur OP direkt oder so, ne? Weil komplett Haut war ab, ne? Dann habe ich gefragt, hey, was denn hier passiert, ne? Dann hat die Ärztin erzählt, dass sie wohl irgendwie gestürzt ist, ne? Irgendwie im Badezimmer. Aber dass der so krass abgestürzt ist, dass so komplett, also Haut abgerissen war, ne, könnte man wirklich so alles so Sehnen und Muskeln und könnte man alles sehen, ne. Also das war wirklich schon krass, ne, und er hat auch viel geblutet, ne. Und deswegen war mir auch, also bis heute ist immer noch nicht klar, was hat er bei uns auf Station gemacht, ne? Warum haben die ihm nicht direkt zur OP, ne, da irgendwas zu machen, ne? Anstatt kam der zu uns, ne, war so eine Stunde bei uns, hat viel geblutet und alles, ja, ne, und dann sind die sich irgendwann haben sich später entschieden, eine OP zu schieben, ne. Dann hat er ja viel also viel Blut hat er gekriegt und alles, ne, aber der hat nicht geschafft, ne, er ist da in der OP irgendwann auch verstorben, ne. Aber das war wirklich krass, ne? Das habe ich zum ersten Mal gesehen, ne? Dass so eine komplett Haut ab ist, ne? Ja. Und könnte man alles wirklich sehen, ne? So eine Muskulatur und alles, ne? Muskeln, wie die so gebaut sind, so, ne? Könnte man alles wirklich sehen. Krass, das ist echt interessant, was das wirklich ein Detail war, weil wenn man dann da hört, im Badezimmer. Genau, ich könnte das nicht glauben, ne? Dass er so im Badezimmer. Weil das hört sich ja so an, als wenn jetzt irgendwie so ein schlechter Serienmörder oder so, das wirklich so alles extra dann die Haut ja abmacht, weil wenn das ja so ab ist, dass man die ganzen Strukturen darunter sieht und die Haut, wenn man weiß, die geht ja nicht, jeder schabt sich mal irgendwo dran, aber das ist ja nicht die ganze Haut abziehen, das ist ja wirklich wie so ein Fell. Genau. Und der hatte schon, wie gesagt, also mehr auf linke Seite, aber rechte Seite war auch so Knie, so Gelenke, so eine Fußgelenke, so ein Unterknie, also war schon an vielen Stellen waren Haut ab, ne. Also ich könnte das auch nicht glauben, dass das so passiert ist, ne, dass er so ausgerutscht ist. Ja. Und das so irgendwie, was genau da passiert ist. Ja, deswegen denke ich mir ja direkt so im zweiten Gang so, aber wie kann das denn, was muss denn da wirklich passiert sein, dass sowas Krasses passiert? Das muss ja
wie gesagt, hört sich jetzt krank an, aber als ob das einer da gemacht hat. So, oder er selber das war schon krass, wirklich. Das habe ich. Durch einen Unfall oder irgendwo, selbst wenn man blöd wirklich fällt und hängen bleibt, aber das dann vor allem über die Strecke ein ganzer Hautlappen sich ja mit abzieht, übers Knie und so ein Kack. Ja, das war schon krass, Das habe ich gesehen, das könnte ich erstmal nicht glauben. Ne? Und wie gesagt, der war bei uns, dann haben wir so mit diese Bauchtücher alles so irgendwie rumgewickelt, ne? Und dann ist alles natürlich durchgeblutet, ne? Ja. Dann ist er irgendwann in OP und dann, kam der nicht mehr. Da passt die nächste, war schon krass. Ja, da passt die nächste Frage nämlich auch dann gut rein, so ganz plump, aber konnte dich überhaupt mal irgendwie was schocken? Also kann dich noch, weil wenn man ja sowas sieht, könnte man jetzt wieder sagen, da gibt es ja Leute, die dann dran zerbrechen oder gar nicht mehr Albträume kriegen, was weiß ich, aber hat es überhaupt mal irgendwas, was dich da mal so geschockt hat, so wo du sagst, und hast du auch mit nach Hause genommen oder so? Ja, also es war ja schon Situation, ne? Also auf Intensiv erlebt man schon Sachen, ne? Und es war ja schon die Patienten, ne, wo ich mich gefragt habe, hey, warum macht er so? Wie kommt er einfach drauf? Ne? Es war ja schon die Patienten, die so, also wir haben immer so einen Zimmerpflegewagen, ne, und darauf ist so ein Kleber, Spritzen und alles, ne, was man da normalerweise hat, ne? Mhm. Und auch Schere, ne, aber so ein Schere zum Schneiden, so ein Verband oder irgendwas, was weiß ich, ne. Ja. Wir hatten schon einen Fall, ne, ich habe das erlebt, ne, dass der Patient irgendwie aufgestanden ist, ne, hat Schere genommen und sich den ZVK komplett durchgeschnitten, ne, und den Katheter auch, ne. Das oder einmal hatte ich erlebt, dass die Patienten, die bei uns lag, ne, sie ist aufgestanden, also bei ihr haben wir irgendwas, also bei ihr wurde etwas gemacht, was genau kann ich mich jetzt nicht erinnern, die war auch nicht meine Patientin, ne? Aber auf jeden Fall, da wurde etwas gemacht unter Propofol, ne? Das ist ja so ein, für die Zuschauer, das ist so eine Sedierung, ne? Dass man gibt, dass die Patienten so einschlafen, ne? Mhm. Und bei ihr wurde da etwas gemacht, ne? Und sie hatte ein bisschen was gekriegt von Propofol, ne? Und Rest ist irgendwie da am Fensterbank gelandet. Warum, wie? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich war einfach da im Zimmer, ne? Ich habe die Zimmer nicht betreut, ne? Und die Patientin, die ist einfach aufgestanden, hat so eine Spritze, Propofol-Spritze genommen, sich irgendwie an ZVK gekommen und hat sich so eine ganze Spritze Propofol reingeballert, ne? Und sie ist nicht mal Augen zugemacht, ne? So, sie war so, ne? Als ob nichts passiert ist, ne? Was? Also, sie hat gar nicht darauf reagiert, aber die war schon. Ja, dann war die doch aber irgendwie schwerstgradig süchtig. Genau, die hat schon was in, ne, Vorgeschichte hat sie schon was zu sich genommen. Sagen. Aber dass sie so viel Propofol sich alleine so reingeballert hat und also nicht mal Augen zugemacht hat, ne, wir kamen ins Zimmer und so eine Spritze hängt so ein ZVK und die steht so, ne, weil er später alarmiert hat, alles Monitor und wir kommen so ins Zimmer und sie steht so neben dem Bett, Spritze Propofol hier und sie steht und guckt so, ne. Und ich so, was ist hier los? Damit jeder vielleicht auch mal sogar ein Gefühl davon bekommt, weil ich habe ja selber, ich glaube, vor einem Jahr oder so mal damit Erfahrung gehabt, wegen Magenspiegelung. Und dann kriegt man ja auch, ne, Rohr reingeschoben, die Kamera und so. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Milliliter ich da bekommen habe, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, 10, 20, also jetzt nicht so viel, damit man einfach weiß, was das bedeutet. Du bist dann, auch wenn du gegen ankämpfst, dieses typische wirklich eigentlich 10 mal von 10 runter und bei 4, 5 bist du weg. Und ich weiß noch ganz genau, ich wollte unbedingt wach bleiben, weil ich kämpfe gegen an, nix, weg, dann bist du am Träumen. Und dann steht da jemand mit einer ganzen Spritze und sagt nach dem Motto, mir geht's jetzt gut oder so, weißt du. Krass, also weil andere würden ja umkippen. Die ist aber wirklich, ist ja wirklich Junkie gewesen, was sie alles zu sich genommen hat, Gott weiß noch. Krass, ey, da sieht man auch wieder, wie krass der Körper adaptiv ist, also sich an solche Dinge so krass zu gewöhnen, dass man einfach so eine Propofol-Spritze wegpackt. Ey, heftig. Bleiben wir so ein bisschen bei der Thematik, weil da hatten wir nämlich ja in Teil 1 schon mal angerissen, deswegen da auf jeden Fall auch einschalten. Nimmst du oder hast du schon mal Dinge, die auf der Arbeit passiert sind, mit nach Hause genommen? Wenn nein, hast du vielleicht irgendwie einen Mechanismus dafür, dass du sowas ablegen kannst, oder hast du damit einfach keine Probleme? So. Ja, also schon, ne? Also wenn irgendwas so passiert ist, ne, wenn so ein vor allem
ja, wenn so junge Patienten sind oder so, ne, und wenn die so, sage ich mal, so ein Krankheit haben oder irgendwas, ne, dass sie bei uns auf Intensivstation landen, ne, dann denke ich schon drüber nach, ne, und dann denke ich mir, boah, da siehst du, also Leben ist so kurz, ne, kommt schon, ich hatte schon Patienten so mit so bis 30, ne, 32, 35 Jahre, ne, die sage ich mal, immer noch so jung sind, ne, aber so schwer erkrankt sind, ne, und ich hatte schon mal so erlebt, dass das so auf einmal kam, ne, also die waren fit, ne, war alles in Ordnung, ne, und dann auf einmal, ne, also gestern waren die noch trainiert und alles, ja, haben gelaufen und alles, ne, und heute liegen die schon bei uns, ne, und ja, habe ich schon oft so gehabt, ne, dass ich drüber gedacht habe, ne, auch wenn ich so auf dem Weg nach Hause bin, ne, und ich sitze so im Auto und dann fahre ich und dann denke ich mir, boah, krass, siehst du, ne. Man kann auch selber dann einem passieren. Genau, ja, da siehst du, also jetzt fahre ich, jetzt ist alles in Ordnung, ne, aber man weiß ja nie, ne, und deswegen, ja schon, ne, also wenn ich schon zu Hause bin, dann beschäftige ich mich mit anderen Sachen, ne, Ja. aber wenn ich so auf dem Weg nach Hause bin, dann denke ich schon darüber, ne, und dann denke ich, boah, krass, ne, wie es alles so passiert kann, ne, und Da würde mich auch mal interessieren, jetzt fällt mir das spontan ein, weil ich ja jetzt die Fragen auch natürlich stelle, weil ich ja auch selber gerade natürlich aus dem Bereich komme und ich hatte tatsächlich eigentlich, klar, man hat mal auch drüber nachgedacht, aber ich hatte nie in dem Sinne, es gibt Intensivpflegekräfte, die ja auch dann wirklich sogar daran kaputt gehen können oder kaputt gehen und das einfach vielleicht auch nicht zugeben und sich dann irgendwelche Antidepressiva oder so reinballern, damit man einfach gedämpft ist und noch funktioniert. Gibt's alles. Aber ich hatte auch eigentlich nie Probleme damit so. Und erstaunlicherweise, man sagt ja, in den Träumen verarbeitet man das, was man am Tag erlebt. Hast du denn auch mal so von Situationen oder Notfällen oder so auch mal einen Traum gehabt? Auch wenn du dich jetzt natürlich nicht mehr in Detail daran erinnern kannst, aber hast du sogar mal von der Arbeit von solchen Sachen geträumt? Weil ich muss selber auch sagen, auch das tatsächlich sehr, sehr wenig. Ist mal vorgekommen. Ich weiß sogar einmal noch, dass ich geträumt habe, dass ich wirklich jemanden reanimiert habe. Frag mich jetzt nicht mehr, wie das aussieht, aber ich weiß, das war mal. Aber das ist ja für uns Intensivpflegekräfte ein gutes Zeichen. Dann sage ich mal, dass man ja halt nicht so viel davon träumt, weil sonst würde es ja jeden Tag immer die Scheiße verarbeiten. Und das wäre ja schon ein Anzeichen so eigentlich, dass du das mitnimmst. Dass du da mit, ja, oder, ja. Ne? So, du weißt, was ich meine. Aber ist das bei dir auch so oder hast du mal so? Nee, also eigentlich nicht. Also wie gesagt, es ist ja nur so, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, dann kommt so ein bisschen, ne, also kommt immer so, ne, durch Kopf, ich verarbeite alles, was ich so gemacht habe, ne. Aber wenn ich zu Hause bin, dann ist das für mich, also dann ist der Tag für mich, ne, also Arbeitstag ist für mich schon ne, erledigt, ne. Also bis jetzt habe ich auch noch nie von geträumt, ne, also krass, von Arbeit oder sowas, ne. Aber es ist ja nur, also passiert schon, ne, wenn man so ein Tag ist immer so, dass man so viele irgendwie Notfälle hat oder irgendwas, ne? Dann piept irgendwie die ganze Zeit so eine Maschine und alles, ne? So ein Monitor und alles, ne? Und wenn ich nach Hause komme, dann piept das immer noch hin. Piep, piep, piep. Oder ein Notfall, so eine Notfall. Viele, glaube ich, ja. Genau, und also das nur so, ne? Aber wenn wirklich so einen ganzen Tag irgendwie so ein Monitor und alles piept, ne? Dann, wenn ich zu Hause komme, dann denke ich mir, boah, das ist immer noch so in Ohren, habe ich immer noch. Aber so von Arbeit oder sowas, also nee, eigentlich hatte ich auch nicht. Sogar tatsächlich mal ein paar Mal, natürlich alles Ausnahme, aber dass man mal einen Alarm dann gehört hat und man hat sich kurz umgedreht und dann denkt man so, bist du jetzt komplett behindert oder was? Das ist alles total lustig. Und natürlich registrierst du 1-2 Sekunden sofort später so, du bist ja zu Hause, aber in dieser eine Sekunde warst du kurz so wie Alarm. Ich muss aufstehen, los. Krass, ja. Thema so, weil ich ja auch oft erlebt habe, die meisten oder einige Pflegekräfte haben ja so vor gewissen Dingen Ekel. Gibt's da was bei dir, wo du vor irgendwas dich ekelst? Keine Ahnung, es gibt ja Leute, die auch Pflegekräfte, die dann sagen so hier, vergammelte, sage ich jetzt mal, Fußnägel oder so, da könnte ich niemals dran gehen. Oder ich kenne auch viele, die hier vor Sputum, also Auswurf, sich ekeln.
Gibt's da was bei dir? Ich hab da, ich weiß gar nicht. Nö, eigentlich, also, vielleicht sagt man mal so, aber ist jetzt nie so, dass ich nie was nicht gemacht hätte, eigentlich. Nee, nee, eigentlich nicht, ne? Also es war erst. Aber du weißt, was ich meine, oder? Es gibt Leute, die sagen, es gibt auf jeden Fall, ne? Also ich kenne auch die Leute, die sagen, die können, also Kotze können die nicht, ne? Also wenn jemand bricht oder so, ne? Also ich habe schon, also die Kollegen, habe ich schon ein paar Kollegen, ne? Die sagen so, also ich kann alles machen, aber Kotze kann ich nicht. Ne? Kotze kann jemand anders machen. Ich mache alles, aber Kotze kann ich nicht. Aber also ich persönlich, ich habe also damit auch keine Probleme. Ne? Ich bin, sag ich mal schon, weiß ich nicht, schon vielleicht dran gewohnt, ne? Dass, also was man alles so sieht, ne? Jeden Tag und so, ne? Auch so ein, sage ich mal, so ein von ne, wenn man so ein Groß macht, ne, von Stuhlgang, ne, so ein ganzen Bett oder so, ne, dann, ja, es ist ja, wenn man reinkommt, boah, was haben Sie denn hier gemacht oder so, ne, aber macht man trotzdem, ne, und also ich persönlich habe damit keine Probleme, auch nicht, also mit Brechen nicht oder so, ne, aber viele Kollegen sagen, Kotze kann ich nicht, also, ne, wenn jemand bricht, das kann ich nicht. Ich kann alles, aber das kann ich nicht. Aber auch das stört mich nicht. Also, keine Ahnung. Ja, das fand ich, aber ich finde das auch voll interessant. Deswegen frage ich das halt auch, weil auch, dass ich mal irgendwann im Laufe meiner Jahre gefragt wurde, so generell ekelst du dich ja auch jetzt, ich sag mal, für uns schon normale Dinge, so Ausscheidungen wie dann, Scheiße und Pisse da. Ja, und ich konnte das auch nie wirklich begründen. So, weil ich einfach gesagt habe, keine Ahnung, ich nehme eigentlich nichts mit nach Hause, ich komme mit allen klar, so und dann gab es auch, vielleicht hast du das auch mal gehört oder so, eigentlich schon eine Art Unterstellung, ja, du musst als Pflegekraft dann ja schon kaltherzig sein oder so, weil du das ja nicht mit nach Hause nimmst oder so, da denke ich mir so, hat damit gar nichts zu tun. So. Im Gegenteil, du musst ja eigentlich als Grundvoraussetzung empathisch sein, dich hineinversetzen können, soziale Kompetenz, bla 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 bla. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, die halt das nicht mitbringen und trotzdem den Beruf ausüben, aber ne, so lange Rede, kurzer Sinn. Nein, ich kann es nicht erklären. Ich habe da, weiß ich nicht, so wie du gesagt hast, vielleicht denkt man mal noch ein bisschen im Auto drüber oder so. Und dann geht man halt oder zum Sport und dann ist Schalter alles weg. Unterschiedlich, ne, von Mensch zu Mensch. Ne. Es gibt schon Menschen, die also mehr emotionell sind als andere, ne. Ja. Und auch wenn jemand, sag ich mal auch so, wenn jemand so im Sterben liegt oder so, ne, dann sagen die auch nee oder so, ne. Also bei mir ist das nicht so, ne. Also ne, vielleicht hört sich das ein bisschen komisch an, ne. Aber wenn ich sehe, dass das Mensch nicht mehr schafft, ne. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh nee, schade oder so, ne? Ich sage, ja, was soll's, ne? Es ist besser für ihn so, genau. Richtig, besser als wenn er so ganze Zeit so liegt, ne? Und nichts macht und nichts kommt, weißt du? Und es gibt ja schon ne, die Leute, die ein bisschen mehr emotionell sind, ne? Und die sagen auch, nee, ne, warum muss das jetzt so sein oder so, ne? Auch Pflegekräfte, ne? Also meine Kollegen, ne? Mit denen ich gearbeitet habe. Aber ich persönlich, also das weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so keine Empathie habe oder wie soll ich das sagen? Kein Herz hast. Kein Herz habe, genau. Herz habe ich natürlich auch, ne? Hab ich auch ein Herz. Offensichtlich, ne? Genau, aber ich nehme das jetzt nicht so, zu persönlich, so wie anderen, ne? Also ich habe das immer so ein Ziel, ne? Also ich kämpfe natürlich was ich machen muss, ne? Es gibt ja schon ne, die Tage, wo man sich wirklich um einen Patient kämpfen muss, ne? Da gebe ich ne, alles, ne? Also von mir. Aber dann ist ja auch nicht so, wenn man nicht viel machen kann, ne? Dass ich mich trotzdem irgendwie zu viel, also alles von mir gebe, ne? Aber ich meine, da könnten wir jetzt theoretisch auch wieder ein ganz großes Fass aufmachen, weil wenn man ja sieht, du wirst das ja auch kennen, ich kenne das ja auch, in 1:1 Betreuung ist das nichts anderes, weil du hast ja gerade auch richtig gesagt, so ich habe das auch oft dann so gesehen, so lieber den Patienten halt auch einfach mal oder den Menschen einfach mal gehen lassen, vor allem dann auch zu reflektieren, wenn man ja selber jetzt da liegen würde, so und er könnte dir jetzt noch antworten, was die meisten dann ja nicht mehr können. Meinst du, der würde sagen, ja, klar, bitte, lass mich noch hier 3 Tage quälend Luft holen und keine Ahnung? Ja. So, weißt du, und
generell, wie viele Dinge ja erhalten werden, sag ich mal, wo ich mir so oft gedacht habe, oder man erkennt ja einfach aufgrund von Erfahrung schon sehr schnell, das wird nichts mehr. So. Du weißt schon manchmal schon, da hast du einen Patienten zum Beispiel noch gerettet, du weißt, da geht vielleicht noch eine Woche oder ein paar Tage, dann ist vorbei. Es gibt auch die Fälle generell, zum Beispiel gerade in der 1:1 Betreuung, wo ich ja bin, ja, das ist, ich sag mal jetzt salopp, aber man sagt halt so Deckengucker, so, wo ich mir denke, warum tut man seinen Familienangehörigen das an, dass man noch da irgendwo einfach nur die Decke anguckt oder wirklich wachkomatös ist und gar nichts mehr kann. Bis hin zu schwerstgradig am Ende ALS-Patienten sogar selbst irgendwann nicht mehr zwinkern können, die einfach nur noch nicht mal mehr atmen können, sondern beatmet werden. Und das kann mir keiner erzählen. Also wirklich, also ich sag sogar wirklich, ich bin echt jemand, der sehr stark darauf aufpasst zu sagen, jeder, so dieses Verallgemeinern, aber ich sag schon gerne dann die meisten, aber um halt nicht alle ins Boot zu holen, aber da sage ich, 100% jeder, wenn er dann selber da liegen würde, nehmen wir jetzt mal wirklich so ein Endstadium, krassen Fall oder so, als ob du dann da liegst und vor allem du bist, auch bei ALS und so, du bist ja hier da, du kriegst ja alles mit. Und einige auch auf Intensivstationen oder so. Da gibt es ja auch Fälle, die werden dann wach und kennen dich hinterher auf einmal beim Namen und so krasse Dinge. Also das gibt es ja alles tatsächlich. Und auf jeden Fall, wenn man dann da in dem Moment den nochmal fragen würde, als ob da irgendeiner sagen würde, ja, geil. Mhm. Oder lebenswert allein schon generell. Was heißt dann wieder Leben? Aber das ist ja keine Qualität. Null. Ja, es ist wirklich so, ne? Und es gibt ja schon Patienten, ne? Wenn du schon ins Zimmer kommst, wenn du dir den Patienten anguckst, dann weißt du schon, der wird nicht lange, ne? Aber es gibt ja schon Fälle, also bei mir war das so, ne? Ich hatte einen Patient, der war auch ein junger Patient und alles, ne? Ich kam so ins Zimmer, der war schon, er lag schon da, als ob der tot war, ne? Und da habe ich wirklich gedacht, also er wird nicht lange, ne? Mhm. Aber das ist ja ganz anders gewesen, ne? Der ist jetzt, also mittlerweile ist er auch schon, glaube ich, zu Hause, ne? Aber die ersten Tagen, die der also bei uns auf Intensiv gelegt hat, also ich dachte wirklich, also der wird nicht lange, ne? So, ne? Also du hast ja schon gesagt, ne? Wenn man so einen Mensch sieht, ne? Wenn man so einen Patient sieht, ne? Dann kann man so schon vielleicht sagen, ne? Ja, ne? Der wird nicht lange oder ja, der wird sich schon, ne? Der wird schon, genau, der wird schon besser. Aber ein Patient, den ich hatte, ne, also da habe ich wirklich gedacht, der wird nicht lange, ne. Aber Gott sei Dank wirklich, der war auch ein junger Patient, ne, der hat sich wirklich so gut gemacht, ne, der ist jetzt mittlerweile, denke ich, auch schon zu Hause wieder, ne. Aber ja. Ich meine, klar gibt es auch die Fälle, aber so einfach die Thematik so, wenn ich dich jetzt auch zum Beispiel fragen würde, so, du würdest doch nicht für deine Frau oder deine Angehörigen zum Beispiel das wollen. Dass die so schwerst krank da noch in ihrem Leben erhalten bleiben. Manchmal ist das so, die Patienten möchten das nicht mehr, ne? Die Patienten sagen, nee, ich will das nicht mehr, ich will einfach sterben, ne? Ja. Aber die Angehörigen, die machen ein Problem. Die kommen dann sagen, ja, bitte alles machen, ne? Und dann liegen die Patienten einfach da, wir müssen weiterhin alles machen, ne? Und ja, da muss man dann weiter so gucken, ne? Da muss man schon. Ja, deswegen, weil ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt auch zwischen Mutter und Vater und so ist. Also bei mir ist das halt so, oder bei uns, denke ich mal, weil die Eltern wissen ja, was du als Sohn machst oder als Kind machst. Und dann spricht man ja auch mal über solche Fälle und dies und das. Und bei mir haben die dann auch klar gesagt, pass auf, Sven, wenn mir mal irgendwie kann ja auch Verkehrsunfall, kann ja durch alles passieren. Oder wie du gesagt hast, man fährt nach Hause und auf einmal ist man zu Hause, Schlaganfall, passiert irgendwas so. Auf jeden Fall mit der Kernessenz, wenn mir mal sowas passiert und ich dann da liege, bitte mach Ende. Sorg dafür, dass nicht. Also wenn du, vor allem, man hat ja auch, also sorry, aber auch als Laie hast du ja eigentlich eine Einschätzung, ist das noch, ja okay, nicht unbedingt, ob sich das berappeln wird, aber ist das noch Lebensqualität? Wenn jetzt zum Beispiel der Arzt mir auch als Laie sagen würde, ja, ihre Mutter würde jetzt für immer beatmet bleiben, allein das schon. So, ich sag mal, die Basic-Funktion des Körpers, Herzschlag, Beatmung, also atmen, wenn das nicht mehr alleine geht, so quasi, bleibt immer da dran und ja, keine Ahnung, dann vielleicht noch schwerst beeinträchtigt.
da weiß ich doch für mich, nee, das wird ich würde sogar so weit gehen, das ist sehr krass, aber ich hätte sogar Angst, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen creepy an, auch wenn man ja dann vielleicht nie mehr kommunizieren könnte, bis Mutter, Vater, wie auch immer Angehöriger verstirbt, aber ich hätte sogar Angst, dass wenn sowas wie Karma und Himmel und so gibt, dass sie mir das nicht verzeihen würden sogar, wenn ich die ja da im wahrsten Sinne des Wortes am Leben erhalte. Ja, deswegen. Weißt du, so, ich finde die Thematik voll interessant. Also, ja, deswegen ist das schon wichtig, ne? Also vielleicht so, wenn die Eltern oder ne, so Großeltern oder irgendjemand ne, noch am Leben ist oder so, ne, darüber frühzeitig zu sprechen, ne, damit man später weiß, wenn man in solche Situationen kommt, was zu tun ist, ne, was irgendwie weiter. Ja, es ist schon wichtig natürlich, soll man schon auf jeden Fall machen, ne. Kommen wir so. Passt auch wieder ein bisschen so, weil wir gerade bei Angehörigen waren, Thema Schicksalsschläge. Also, du hast ja gerade dann auf Intensivstationen auch mal zwischenzeitige Fälle oder Verschlechterungen. Dann kommen die Angehörigen und dann wird denen gesagt, ja, geht sogar im schlimmsten Fall zu Ende. Da sind wir auch wieder beim Thema, was macht das vielleicht mit dir? Und da würde ich nämlich direkt vor 5 Minuten oder so anknüpfen. Auch da wieder, weil ja dann einige, auch da habe ich dann halt hier und da halt gehört, dieses Kaltherzige oder Dings, sondern im Gegenteil, ich würde nämlich auch unterscheiden, wie viele Menschen, also jetzt speziell dann auch die Pflegekräfte oder so, wie viele gibt es von denen, die vielleicht auch dann nämlich was vorspielen. Gibt es ja auch, also dieses, ja, einfach dabei sein, weil ich war auch zum Beispiel auch bei den schlimmsten Verkündigungen oder so, wenn ich dabei war, ich habe auch zum Beispiel, fällt mir ein, nie gesagt, ja, tut mir leid. Oder so, weil das ist sehr krass, aber denkt man so, aber streng genommen ist das ja gelogen. Weil ich bin ja überhaupt nicht in deren Familie. So, weißt du vielleicht, was ich meine? Also, natürlich, verstehe ich. Es geht auch um das gesellschaftliche generell, so, was weiß ich, Trauerfall oder so, mein Beileid, bla bla. Ja, tut dir das im Herzen weh, gerade, denke ich mir so? Weil das ist ja das, was dieses Wort auch aussagt. Dass du selber ja sogar eigentlich darunter leidest. Null. Nee, null. Deswegen, ja, weißt du auch jetzt gerade. Also, deswegen, sagst, ich habe das habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ne? Ja. Also habe schon erlebt, ne, dass die Angehörige kommen, so um sich zu verabschieden. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Boah, es tut mir leid, dass es so ist. Ne? Ich habe einfach gesagt, ja, jetzt seid ihr hier, ne, ihr könnt euch jetzt verabschieden, ich ziehe mich jetzt erstmal ein bisschen zurück oder so. Genau, zurück. Aber so, dass ich jetzt gesagt habe, nee, ist mein Beileid, es tut mir wirklich leid oder so, und weißt du, was ich meine, es ist so, ne. Ja, und ich finde das besser so, weil das einfach also authentisch ist, so, das wollte ich jetzt einfach nur zu Ende sagen. Und warum soll man sich da irgendwie verstellen oder so? So, weil ich weiß nicht, oder man müsste lernen, ich sag mal, hier und da einfach gewisse andere Formulierungen zu finden oder so, weil wirklich, wie gesagt, weil wenn man davon ausgeht, was das sagt, dann würde man wirklich darunter leiden. So, und das würde keine Pflegekraft, abgesehen davon, auf Dauer gut tun, weil dann würdest du den Job 3 Monate machen, bis du Burnout liegst du selber da. So, ja, du verstehst mich auf jeden Fall. Also ja, also es ist natürlich. Ich bin da jetzt natürlich sehr pingelig und genau, aber darum geht es ja auch hier oder einfach solche Dinge auch mal anzusprechen und auseinanderzunehmen. Und vielleicht mal eben halt auch so solche, weil das ist so, ja, das haben wir halt immer so gemacht. Wir sagen ja seit 100 Jahren schon Beileid, tut mir leid, dies, das, Ananas. Ja, hier 30 Jahre lang sinnlos mit einem Föhn oder so die Kupius-Behandlung gemacht, Eisenföhn und so, hast ja auch wahrscheinlich alles mitbekommen. So. Auch in solchen Sachen mal vielleicht ein bisschen umzudenken. Ja. Nee, also das, ja, wie du schon gesagt hast, das muss ja jetzt wirklich nicht so sein, aber es ist ja auch schon wichtig, ne, also wenn die Angehörige schon kommen, ne, also wenn wir schon wissen, dass das der Patient nicht lange wird, ne, dann ist das auch so, ne, den Patient am Leben halten, ne, wenn die Angehörige kommen, dann kann man alles da ausschalten, aber dass die dabei sind, ne, und das finde ich wichtig, ne, und klar. Ob das jetzt wichtig ist, ob ich jetzt sage, es tut mir wirklich leid, mein Beileid, ne, das wird sowieso nicht bringen, ne.
die werden mich, glaube ich, gar nicht, genau, die werden mich, glaube ich, gar nicht zuhören, ne? Deswegen sage ich einfach nichts. Wenn die kommen, ne, hier ins Zimmer, ne, dann schicke ich Arzt, ne, dann machen die nur kurz da, erzählt ja die Sache, dann macht ihr Tor zu und dann machen die da in Ruhe, ne, weißt du? Aber dass ich jetzt irgendwie da mich da hinstelle oder irgendwas erzähle, irgendwas sage, nee, das tue ich auch wirklich. Da sind wir bei der nächsten typischen deutschen Floskel, die aber dann diesmal mal zutreffen würde, manchmal ist weniger mehr. Ja. Ja, aber ist ja so. Habe auch noch jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Themenwechsel vom Düsteren weg, sag ich mal, von den ganzen Tod und Krankheiten und so. Aber ja, ich finde es wichtig so. Weil auch das mir immer widerfahren ist, auch meinen Kollegen so, klar jetzt nicht oft, aber hin und wieder kommt das vor. Und zwar, wenn jetzt so einer aus seiner Familie oder so mal einfach nur normal krank wird, Schnupfen oder so, oder wirst du dann auch mal gefragt, so nach Gesundheitstipps, sag ich mal? Immer. Ja. Immer. Das ja, ne? dir immer. Hör mal, du arbeitest im Krankenhaus, oder? Ja. Hör mal, ich hab hier, guck mal, oder wenn die so beim Arzt waren oder wenn die so irgendwelche Laboruntersuchungen haben oder so, ja, guck dir mal bitte das hier an oder ne, ich hab das, mir tut hier weh, was könnte hier sein oder so, ne? Ja. Es ist typisch, denke ich. Ja. Ja, nicht nur hier, das ist auch so bei uns also in Bosnien, das ist glaube ich überall so. Ne? Ne, sobald die wissen, dass du einfach in dem Beruf sobald man bei uns auch, sobald man anfängt, ne, erstes Jahr, man hat gerade mit der Ausbildung gestartet, angefangen, ne, und so, hör mal, ich habe hier Schmerzen, was könnte hier sein? Oh, was weiß ich, lass mich in Ruhe, geh zum Arzt. Ja, genau. ja, da muss ich fragen, weil das ist echt schlimm. Flächendeckend, ey. So, dann kommen wir jetzt zum Thema Verdienst. Da hatte ich ja nochmal gesagt, also irgendwie gestern oder so, Insta oder so, Thema, würde mich da auch interessieren, Verdienst in Bosnien im Vergleich zu hier, weil auch wenn du ja jetzt nicht in Bosnien gearbeitet hast, aber da wirst du ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie mal Gehälter wissen oder so. Der Vergleich und Ausbildung hätte ich jetzt noch gefragt, aber generell, erzähl erstmal so, was du so ungefähr verdienst, womit kann man halt, wenn ja jetzt jemand da draußen auch Pflege geben will, so rechnen vom Verdienst her? Ja, also ich sag dir mal so jetzt generell, ne, in Bosnien arbeiten Leute schon für 150 Euro. What? Ja, Vollzeit? Vollzeit. Ich habe also Und bezahlen ja noch, wie wir aus Teil 1 kennen. Die bezahlen dafür, dass sie angestellt werden. Ja, guckt euch Teil 1 an. Genau, ja. Das ist der Knaller. Nee, also ich hab wirklich, also nicht nur ich, noch viele, die ich kenne, ne, auch damals mein Bruder, wir haben vor 150, 200 Euro einen ganzen Monat gearbeitet, ne. Und also die Leute, die jetzt, sag ich mal, so in Krankenhaus arbeiten, das ist ja auch jetzt nicht so viel, ne? Ich denke mal höchstens so bis 600, 700 Euro, dass sie so verdienen, ne? Und das kann man jetzt nicht so vergleichen, weil hier in Deutschland ist Essen billiger als bei uns, ne? Ich gebe mal so ein Beispiel, ne? Butter zum Beispiel, wird jetzt wieder so vor 2 Euro verkauft und bei uns ist so, sag ich mal, so 10 bosnische Mark. Das ist umgerechnet 5 Euro. Ne? Und also Lebensqualität ist, also hier ist, sag ich mal, hier kann man deutlich mehr verdienen, ne? Und dafür vor Essen oder sowas weniger ausgeben, ne? Und in Bosnien muss man wirklich, sag ich mal, kämpfen, ne? Muss man wirklich kämpfen, da, also kann man nicht, deswegen entscheiden sich auch viele, also nicht nur nach Deutschland, sondern auch Österreich, Holland, ne, überall, also irgendwo hinzugehen, zu arbeiten, aber nicht so in Bosnien zu bleiben. Ne? Aber wie sind denn generell dann jetzt, klar, du hast jetzt zum Beispiel ein paar, oder Butter erwähnt, aber sind auch die anderen Lebensunterhaltskosten, so wie Miete und so, sind die dann auch hoch? Weil ich denke mir jetzt gerade so, wenn ich 700 Euro verdiene, genau, also das, da kann ich ja nicht, sag mal so, das was man so da in Bosnien verdient, ich würde mal sagen, das ist auch ein bisschen teuer da zu leben. Also jetzt weiß ich jetzt nicht ganz genau, was kostet so eine Wohnung zur Miete. Aber ja, aber allein wenn ja schon das Essen genauso teuer ist wie oder teurer ist, ja schon heftig. Essen ist schon teuer, ne? Und dass man nicht so viel verdient, ne? Und ich sag mal hier zum Beispiel
die Leute, die Autos haben, Sprit ist auch teuer, sehr, sehr teuer sogar, ne? Ich denke jetzt so heute teurer als hier in Deutschland, ne? Und wie gesagt, es ist jetzt nicht einfach. Deswegen entscheiden sich auch ganz viele aus Bosnien auch zu wandern, ne? Und wie gesagt, damals habe ich auch für 150 Euro gearbeitet, ne? Und die Leute, die jetzt also die haben, also es ist jetzt nicht so, dass jeder aus Bosnien auswandern kann, ne? Vor allem heutzutage nicht. Damals, als ich aus Bosnien ausgezogen, also nach Deutschland gezogen bin, es war so, ne, man braucht schon, aus Bosnien braucht man schon diese Arbeitsvisum, Arbeitsgenehmigung, ne? Und damals war das so im Jahr 2016, 2015, ne? Es gibt so eine Internetseite, so Deutsche Botschaft, ne? Muss man so ein reingucken, dann könnte man sich eigentlich Termine aussuchen, ne? Zum Beispiel, ich mache jetzt die Seite auf, ich gucke mir vor nächste Woche Freitag, ja, ich mache den Freitag auf und dann Freitag gab es so Termine von 8 bis 9, 9 bis 10, weißt du, also könnte man sich einen Termin aussuchen, ne? Und damals war auch leichter und besser, ne? Und heute, wenn man so die Seite aufmacht, dann muss man so alle Daten eingeben und so, das ist quasi jetzt wie Lotto, ne? Dann, die sammeln jetzt vor 2 Monaten, ne? Die Leute geben da Daten und alles ein, ne? Und dann wird quasi wie bei Lotto, ne? Dann, wenn du ausgewählt bist, ne? Wenn du einen Termin bekommst, wirst du benachrichtigt über E-Mail, ne? Aber wenn nicht, dann wird einfach deine was du da eingegeben hast, wird einfach so storniert und dann musst du wieder versuchen, ne? Was? Es ist jetzt auch nicht so einfach, einen Termin zu bekommen oder ein Visum, Arbeitsvisum, ne? Und deswegen schaffen auch nicht viele jetzt, also heutzutage irgendwie ein bisschen, auf jeden Fall schwer, ne? Also nicht einfach wie damals. Das ist ja schon fast, Und ich sag mal, ja, ob das Wort jetzt passend ist, weiß ich nicht, aber ich sag einfach, was mir so wie fast immer mir in den Kopf schießt, ist schon fast kriminell, wenn man einfach ist kriminell. Wenn man da was eingibt und dann einfach was ich dir schon gesagt habe, also in Bosnien ist, ne, also wie gesagt, also vor allem genau dafür zu bezahlen, dass man Genau. eine Arbeitsstelle bekommt. Genau. Aber da brauchst du jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen, weil die Leute sollen ja Teil 1 gucken. Genau. aber es ist, ey, also wie krank. gesagt, Land ist schön, ne? Menschen sind auch ne? Sehr freundlich und so. Ich sage das jetzt nicht so, weil ich aus Bosnien komme, aber es ist wirklich so, ne? Aber wie gesagt, Politik, Korruption und alles, das ist schlimm, ne? Und vor allem nicht nur bei uns, sondern im ganzen Balkan. Und das ist ein großes Problem, sage ich mal, ne? Und Politik, wenn du irgendwo zum Beispiel, habe ich gesagt, musst du entweder bezahlen, damit du angenommen wirst, ne? Und damit du arbeiten kannst. Oder wenn du hingehst, so ein Gespräch, ne, dann fragen dich, ob du jemanden hast, der so in Politik ist, ne? Wenn du jemanden hast, der dich so reinpacken kann, ne, dann bekommst du auch die Stelle. Wenn nicht, ne, Geld oder jemand, der in Politik ist. Ansonsten so als normaler Bürger so sich da zu applizieren oder so, dann du angenommen wirst, schwer. Heftig, ey, ohne Witz, das ist voll Mindfuck, so gerade. Vor allem dann auch nochmal der Sache so einen ganz anderen Geschmack gibt oder verleiht, puncto, weil ja auch viele deutsche Pflegekräfte sich immer wegen ihren Verdienst beschweren und sagen Ausbeutung und so. Ich habe es ja, glaube ich, im ersten Teil auch kurz gesagt, so hier ambulanter Pflegedienst, 12 Tage, dies, das. Wenn man aber dann jetzt solche Fälle hört, vor allem Verdienst, und man eigentlich ja vielleicht dann mal gerade so da Geld bekommt, dass man, wenn überhaupt, ja irgendwie, was weiß ich, über die Runden kommt, wie auch immer, weil ja eben halt Unterhaltskosten so da dann gleich oder sogar teurer sind bei Lebensmitteln und so und Sprit und so was. Das gibt den Ganzen dann schon einen anderen Geschmack, dass man sich hier mal schleunigst nicht mehr darüber beschweren sollte. Ich meine, das persönlich, zum Beispiel ich persönlich meine das auch ein bisschen aus anderen Gesichtspunkten so. Ich finde, wir verdienen klasse, so. Super. Ausbeutung aber eher auch im Sinne von Personalbesetzung, so halt.
dass man dann eben halt, ob jetzt ein Krankenhaus oder Altenheim da dann wirklich zu klamm arbeitet mit der Besetzung, und das ist ja wirklich eine Sache, wo man denkt, ey, guck doch bitte hier einfach Schweiz, Holland, in den ganzen Nachbarländern, da funktioniert das ja auch. So. Also, worauf ist das zurückzuführen? Ich weiß es nicht, ich sitze da nicht drin, aber auch Politik, generell Wirtschaft, so, dass man viele Kliniken und Ketten sind ja auch privatisiert. Also liegt das ja bei denen, ob die sagen, okay, wir fahren jetzt im Jahr halt weniger Marge ein, weniger Gewinn. Also ich habe da Fälle gehört, ich will ja jetzt keine Namen nennen, sonst wird das hier vielleicht noch gestrikt oder so. Aber die dann zum Beispiel im Jahr, weiß ich nicht, einfach damit man da mal so ein Zahlenverständnis hat, im Jahr zum Beispiel 15% rein Gewinn einfahren. Und dann gibt es aber zum Beispiel vor allem städtische Kliniken noch, die da halt mehr drauf achten, aber jetzt auch andere private Häuser, die dann im Verhältnis nur 3-5% Gewinn einfahren. Also lieber darauf auf 10% Gewinn, und wenn ihr das jetzt in Millionen und so rechnet, ist ja eine Menge, lieber darauf verzichten, aber sagen, okay, wir haben zum Beispiel eigentlich, ich sag jetzt mal, lieber einen zu viel geplant im Frühdienst, weil wenn da mal einer krank ist, dann haben wir immer noch gute Besetzung, gute Versorgung, weil, liebe Leute, wir reden hier immer noch davon, dass wir uns um Menschenleben kümmern. Ja, ne? Also und nicht hier, weiß ich nicht, dass ich einen Stein von links nach rechts roll oder so, weißt du, ich meine. So. Ja. So meinte ich nochmal so Thema wegen Ausbeuten, aber eigentlich nie so im Sinne Verdienst. Ja. Es ist einfach so, also das kann man, das kann man also niemals vergleichen, also das, was man hier verdient, ne, und jetzt hier so ausgebildete Krankenschwester, Krankenpfleger, ne, und so verdienen ja wie Ärzte in Bosnien, weißt du, also wenn man so mit 2,5, 2,6 rauskommt, dann ist das ja schon, ne, wie Arzt in Bosnien, oder wenn man sich so ein bisschen was noch dazu, ne, wenn man noch ein bisschen was mehr dazu arbeitet, dann verdient man ja schon, das kann man gar nicht vergleichen, ne, und krass, ne? ja. Dass dann quasi hier eine Pflegekraft da verdient, was da ein Arzt verdient. Oder vielleicht sogar noch mehr. Je nachdem. Ja, wir haben noch ein paar Fragen, 3, 4 Fragen, dann sind wir durch. Was findest du faszinierend an deinem Beruf? Vor allem im Vorgespräch, ich glaube in den Interviews, Teil 1 und so hatten wir das jetzt noch nicht so unbedingt rauskristallisiert, aber du hast ja schon durchblicken lassen, dass du deinen Beruf magst. Du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, Teil 1 Voraussetzung, dass man eine Liebe dazu haben muss. Deswegen findest du alles daran faszinierend? Was findest du generell was findest du faszinierend daran? Ende. Punkt, die Frage. Ja, also es ist so, ne, also wie gesagt, damals habe ich mich so entschieden, so eine Ausbildung zu machen, ne, und es ist ja so, das ist auch faszinierend, und das finde ich auch gut, ne? Also es gibt ja immer Leute, auch jetzt bei uns, also zum Beispiel meine Generation, ne? Ich bin ja 95 geboren, ne? Und damals war bei uns auch in Bosnien Krieg und so, ne? Und dann ist es ja nach 95er, 96er Geburtsjahren, ne? Da waren schon ganz viele, ne? Also ganz viele Kinder und so, ne? Ich sag mal so meine Generation, ne? Und das, was ich dir sagen wollte, ist jetzt, dass so viele bei uns, die wollten, also es wollen so viele Ausbildung machen, Ausbildung zum Krankenpfleger, ne, so dass sie noch ein Klasse, es war ja so ein zum Gesundheits- und Krankenpfleger, ne, bei uns ist in der Schule, wir haben so 5 Klassen zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Eine Klasse ist für Zahntechniker, zum Zahnmediziner quasi, ne? Und ein ist für so Pharmazeut, ne? Und es war ja schon bei uns so, dass die noch 2 Klasse noch weitermachen mussten, ne? Weil es war ja so viele, die Ausbildung machen wollten, ne? Und wie gesagt, ja, es ist ja so, ich fand das so faszinierend, dass die Leute so viel das machen möchten, ne? Das könnte ich mir nicht so vorstellen, dass so ein großes Interesse darauf steht, ne? Also vor allem bei uns, ne?
es ist ja, wie gesagt, viele Pflegekräfte, wenige Arbeitsplätze, aber trotzdem entscheiden sich immer ganz viele um eine Ausbildung zu machen zum Krankenpfleger und das finde ich wirklich faszinierend, ne? Dass sie, obwohl die Leute, die wissen, die Lage, auch in Bosnien und überall so, aber trotzdem, die entscheiden sich und die möchten das machen und ich habe ja schon gehört, also erlebt, habe mich schon unterhalten mit den Leuten, die sagen, ja, ich mache das sehr, sehr gerne, ich möge das, ich liebe das, ne, und ich möchte das machen, ne. Und ja, das ist ja so irgendwie faszinierend, ne, dass sich die Leute, dass sich so viele Leute dafür entschieden haben, ne, und dass sich so interessiert vor dem Beruf. Und, auf jeden Fall. Genau, und dass sich vor dem Beruf entschieden haben. Und es ist faszinierend, aber vor allem auch gut, ne, weil dann weiß man ja, es wird noch Pflegekräfte geben. Ne? Es ist ja nicht so, dass es sich keiner irgendwie interessiert oder so. Ne? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sogar einige aus Bosnien oder jetzt auch Balkanländer generell sich sogar im Vorhinein schon dafür, also dass denen bewusst ist, wie du gesagt hast, Situation in den Ländern, dass sie sagen, okay, ich lerne das, weil ich habe Bock drauf, wahrscheinlich auch Spaß dran, da weiß man ja vorher jetzt nicht, wenn man kein Praktikum, keine Erfahrung hat, weiß man ja jetzt nicht, macht das wirklich einen Spaß, aber währenddessen wird man halt ja merken, und dass man dann auch sogar schon darauf hinarbeitet, von vornherein, nämlich zum Beispiel nach Deutschland zu kommen oder Schweiz. Oh, ja, genau, oder ja bestimmt irgendwie aus Bosnien auszuwandern, ja, das ist. Ja, das aber ob es dann soweit kommt, ist ja immer noch eine andere Frage, weil wie wir jetzt bei dir schon durch Teil 1 erfahren durften, das dann wirklich auch durchzuziehen vor allem und den Schritt gehen und dieses Deutsch lernen. Und genau, also das ist natürlich mal eine andere Schippe. Ja, habe ich schon erzählt. Ne? Also einfach war das nicht. Ne? Ja. Vor allem so am Anfang so mit Unterkunft und so. Ne? Ich war auch, die ersten 3 Monate war ich überall. Ne? Erstmal war ich in einem Hotel, dann war ich so in einer Studentenunterkunft. Ne? Dann 2. Hotel, dann 3. Hotel, bis ich irgendwann so eine Wohnung gefunden habe. Aber das war auch nicht einfach. Ne? Also wie gesagt, ja, entscheiden sich viele dafür, ne, aus Bosnien nach Deutschland zu kommen, ne, aber einfach ist das, muss man sagen, einfach ist das nicht, ne, muss man schon kämpfen und ja. So, 2 Fragen noch, dann haben wir es durch. Würdest du dich heute für einen anderen Beruf entscheiden? Oder bist du damit auf jeden Fall vollkommen komfort und glücklich? Worauf ich ein bisschen auch hinaus abziehen will, ist, weil viele ja, gibt's ja die haben ja dann einen Beruf gelernt, machen den Beruf und bleiben dann einfach 40, 50 Jahre bis, für die meisten ist es ein Ideal, das sage ich jetzt mal, idealerweise bis zur Rente. Wer die dann noch kriegt, na, mal sehen. Aber auf jeden Fall, die bleiben und verharren vor allem ja in diesen Berufen dann. Und manchmal ja dann auch oder öfters halt dann auch unzufrieden. Deswegen bist ja schon mitten im Beruf und auch nicht erst seit gestern, dass man sagt, nö, ich bin fein damit, ich habe die Liebe zum Beruf und von daher bräuchte ich jetzt mir auch nicht vorstellen, in den nächsten 10 Jahren was anderes zu lernen zum Beispiel. Also ganz ehrlich, habe ich darüber auch nicht gedacht, ne? Ja, dann ist ja das schon mal gut. Genau, aber ich sag dir, also ich sehe mich jetzt in dem Beruf, ne, so als Pfleger. Also jetzt aktuell sehe ich mich nicht irgendwo anders, sondern in so einem Beruf, ne, so als Pfleger, ne? Und ja, ob ich jetzt, also hätte ich jetzt so einen Ausfall, alles von vorne anzufangen, keine Ahnung. Werde ich wahrscheinlich wieder so einen Krankenpflegerberuf machen. Ne? Nee, aber ist ja gut, weil den ersten Satz fand ich ja eigentlich schon entscheidend. Du hast dir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Genau, habe ich wirklich nicht, weil ich sehe mich jetzt in dem Beruf, ne? Ich mache das schon, ich mache das gerne, ne? Und ja, wie gesagt, es ist ja, also Medizin ist ja, wie man weiß, groß, ne, kann man sich, wenn man sich nicht irgendwo sieht, ne, da kann man weitergehen, sich in andere Bereiche suchen, andere Stationen, ne. Es ist ja jetzt nicht so, dass sich jeder, sage ich mal, auf Intensivstation sieht, ne, manche sehen sich so in OP, ne, oder Peripherie oder auch ein Ambulantenpflegedienst oder so. Das ist ja das Schöne an Pflege, ne? Das habe ich auch in den anderen Interviews zu den Pflegekräften gesagt, so, und das
wirst du wahrscheinlich, denke ich mal, auch hoffentlich bestätigen, aber das ist ja das Schöne an dem Beruf, man kann ja so viele verschiedene Dinge machen. Genau. Und man so hat verschiedene auch viele Fachbereiche, Fortbildungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, bla bla bla. Genau deswegen ist das so gut, ne, weil du hast erwähnt, man hat Möglichkeit, so viele verschiedene Fortbildungen, Weiterbildungen, ne? Und ich sag mal so, wenn man so zum Beispiel so ein Elektriker ist, dann ist man Elektriker, ne? Dann Richtig. arbeitet man nur mit Strom, ne? Kannst ja jetzt nicht aussuchen, ne? Ich arbeite heute hier, ne? Und morgen mache ich mit etwas, irgendwie eine andere Art von Strom. Ist halt Strom, weißt du? Halt Strom, Ja, und hier so in Medizin kann man sich so aussuchen. Ne? Ich sehe mich da auf Chirurgie nicht, dann gehe ich woanders. Ne? Ich sehe mich nicht auf Intensiv, dann gehe ich in OP, ne? So als OP-Schwester, OP-Pfleger oder irgendwas. Ne? Und vor allem, man muss auch noch sagen, eine richtig krasse Besonderheit, vor allem, also ich kann jetzt nur natürlich daraus sprechen, wenn man hier in Deutschland Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt hat, dass es auch europaweit anerkannt ist. Das ist krass, weil das finde ich wirklich krass, ich habe jetzt auch eine 1:1 Intensivpflegekraft interviewt und er hat aber ursprünglich Altenpfleger gelernt. Da gab es jetzt noch, seit einem Jahr gibt es ja, glaube ich, diese generalistische Ausbildung. Worauf ich hinaus will ist, oder seit 2-3 Jahren ist ja so wurscht, dass den hatte ich dann gefragt, da war wirklich, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, da war eine spontane Frage, gut, dass ich die noch gestellt hatte, weil ich gefragt habe, ist Altenpflege eigentlich auch wie Gesundheits- und Krankenpflege europaweit anerkannt? Nein. Nein, so, weil der eine wollte dann in einer, ich sag mal, deutsch besiedelten Stadt in Belgien auswandern, damit man da zumindest Sprachbarriere, ne, Thema Sprachbarriere nicht so die Probleme hat. Und der hätte da auch, ich glaube, der hätte ein Jahr gut geschrieben bekommen, aber hätte ansonsten die Ausbildung komplett neu machen müssen. Als Krankenpfleger. Krass, ne? Also deswegen, das ist krass, wenn man hier vor allem das gelernt hat, dass du in ganz Europa arbeiten kannst. Da brauchst du nicht noch irgendwo Thema Anerkennung, Thema erste Teil, wo du da gut drauf eingegangen bist, was das überhaupt für einen Sinn hat, dass man da 1-2 Jahre irgendwie sich noch anerkennen muss und so. Also da würde ich nochmal so hervorheben. Das ist halt, weil auch wenn jetzt die Elektriker das machst, weiß ich jetzt nicht, kenne ich mich nicht aus, aber auf jeden Fall denke ich mal, ist Krankenpflege da schon eher ein Einzelfall zumindest und nicht üblich, dass man jetzt mit jedem Ding, was man hier in Deutschland die Ausbildung macht und lernt, auch dann einfach überall arbeiten kann. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und was noch gut ist, also in unserem Beruf, was noch gut ist, ne, es war ja so in Corona-Zeit, ne, wo viele Geschäfte zu waren oder so, ne. Und wir Pflegekräfte, also wir mussten immer arbeiten, egal was passiert ist, egal wie Wetter draußen ist. Ne? Jo, da sagst du Zum Beispiel, wenn irgendwie so ein Bauarbeiter ist, ne, muss man ja jetzt nicht so eine Baustelle unbedingt heute so 1-2 Tage muss man wenn draußen so wirklich schlechte Wetter ist, ne, ist ja jetzt nicht so, dass man so unbedingt da arbeiten muss. Weißt du, also kann man so eine Pause machen, ne? Generell die Arbeitssicherheit. Genau. Viele, die im Restaurant gearbeitet haben, haben ja auch Job verloren. Genau, Restaurants, ne? Die waren jetzt in Corona-Zeit die ganze Zeit zu, ne? Und wir Pflegekräfte, wir hatten sogar mehr Arbeit als vor Corona, ne? Und das stimmt, also da finde ich auch... Man wird nie arbeitslos, weißt du? Krass, dass du das ansprichst, weil weil ich ja selber dann, ja klar, wir haben ja auch Corona und alles mitbekommen, die Zeit, aber du hast auch vor allem hier in deinem Umfeld oder hier und da halt mitbekommen, ja krass, da gibt es Leute, die jetzt echt irgendwie Kurzzeitarbeit machen müssen oder sogar gar ihr Job verlieren, weil die einfach vom Arbeitgeber nicht mehr bezahlt werden können und man dann aber ja selber als Pflegekraft so in seiner geschützten Bubble ist. Und deswegen, ich habe das immer nur so als Nebengeräusch wahrgenommen, aber nie, man macht sich ja dann selber, weil man ja null davon betroffen ist. Im Gegenteil, man hat, wenn dann sogar noch mehr zu tun, man ist noch mehr gefragt. Genau. Welche Auswirkungen das ja auch für diese Menschen dann hat. Also sprich, ich weiß, ich habe mich schon 1-2 Mal so kurz gefragt, so weil ich mir dachte, ey krass, überleg mal, du hättest jetzt auf einmal deine ganz normalen Dinge hier so zu bezahlen und auf einmal wird dir gesagt, tut mir leid, Sven, geht nur noch eine halbe Stelle oder so. Worst-Case-Szenario arbeitslos und bist vom Amt abhängig oder so.
Ja, das ist schon krass. Ja, das ist, deswegen sage ich Stimmt, ja, ne? das ist auch ein übelst Vorteil. Ist ein krisensicherer Genau, Job. das ist wirklich ein Vorteil, ne? Und man kriegt immer Stellen, ne? Also zum Beispiel, wenn du heute, sag ich mal, so ein irgendwie arbeitslos wirst, ne, dann morgen hast du schon eine neue Stelle, ne? Dann morgen, egal wo du hingehst mit deinem Diplom, mit deinen Unterlagen, die sagen, ne, jeder sagt, ja komm, arbeite hier, ne? Kannst ja direkt anfangen, ne? Ist Deswegen, und es ist ja auch so Bedarf, ne? Also damals, als ich in der Zeitfirma angefangen habe, ne, das war so, ich hatte so ein Vorstellungsgespräch und so, ne? Es war ja auch so ein, es ist ja immer so auch Bedarf nach Zeitpflege, ne? Und ich hatte so Vorstellungsgespräch, ne? Und ich kam da, ja, wir haben so alles, ne? War alles schon fertig, ne? Und dann fragte sie mich direkt auch, kannst du mal dann direkt morgen arbeiten, ne? Ne, heute Vertrag untergeschrieben, morgen direkt arbeiten gegangen, so ein Zeitpfleger, ne? Deswegen, das ist auch gut, ne? Und wichtig, ne? Was man sich auch so vor Zukunft aussucht, ne? Und ist ein übelstes Privileg. Ausbildung, ja. genau, Ausbildung zum Krankenpfleger ist, denke ich mal, schon gut, ne? Weil da willst du nie arbeitslos. Genau, wie du jetzt auch ja schon öfter gesagt hast, man wird nie arbeitslos. Man hat vor allem ja wirklich, wenn man sich mal das wirklich bewusst macht als Arbeitnehmer oder eine Sache, wo man drin gelernt ist und gelernt hat, so eine flexible Freiheit zu genießen auch. Also wirklich, nehmen wir jetzt mal wieder einfach Thema Elektriker, aber ich behaupte jetzt, wenn ich jetzt auf Indeed gehe und Raum Duisburg hier Elektrikerstelle suche, dann wirst du ein paar Anzeigen haben, vielleicht auch 10 Stellenanzeigen, aber gib jetzt mal Pflege ein. Selbst wenn du dich selber herabstufen müsstest, im schlimmsten Fall und irgendwo erstmal schlimmer oder schlechter bezahlt wirst oder ne, so, aber du würdest direkt 500 Stellen wahrscheinlich kriegen. Ja, und das bestimmt, nicht mal bestimmt. und wahrscheinlich noch zu wenig. Also ihr gibt ja nicht umsonst dafür so viele Zeitarbeitsfirmen, die sogar nur Pflegekräfte Genau, ja. nur darauf spezialisiert und sind. so verschiedene Bereiche, ja, wenn du, hast ja gerade erwähnt, ne, Indeed, wenn du da tippst, ne, Pflegekraft, so eine Arbeitsstelle Pflegekraft, dann hast du ja so ein 1000, ne, 500, dann kannst du ja aussuchen. Ach, guck mal Ja. hier, ach nee, da will ich nicht hin, ne, dann kannst du ja eigentlich aussuchen, ne. Und das ist auch das Schöne, also kann man jetzt natürlich, also aus Arbeitgebersicht ist das nicht so schön, aber da muss man dann halt mit leben, sag ich mal, weil als Arbeitnehmer, dass man wirklich, wenn man unzufrieden auf einer Arbeitsstelle ist, dass man einfach auch den Arbeitgeber da bewusst ist, wie man dann am besten ja mit seinen Pflegekräften generell immer mit seinen Arbeitnehmern spricht, aber gerade bei den Pflegekräften, und da habe ich auch selber immer so gemacht, aber ich kenne auch andere Leute, die dann einfach sich schon schneller dazu entscheiden, weißt du was, dann ciao. Dann gehe ich halt woanders hin. Morgen. Ja, morgen, genau. Morgen, genau. ja. Im wahrsten Sinne des so, Wortes. Ne? Ja, wir sind dann am Ende jetzt, würde ich sagen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. So, und mich auch gefreut, dass du dir da jetzt, mit Teil 1 haben wir jetzt 2 Stunden gequatscht, Zeit genommen hast. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns nochmal an der Stelle. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ciao, ciao. Ja. Tschüss.